Anhand von diesem Highspeed-Design wollen wir uns die Delay-Funktion inklusive der internen Pin-Delay-Funktionen anschauen. Die oberen beiden Dekularen sollen basierend auf den Signallaufzeiten abgeglichen werden. Die Toleranz der Signallaufzeit soll 4 Pikosekunden nicht überschreiten. Um sicherzustellen, dass Signale exakt zeitgleich ankommen, reicht die bloße Anpassung der Leiterbahnlänge oft nicht aus. E-Ketzer setzt daher auf das elektrische Delay, also die Verzögerung, um die reale Geschwindigkeit bzw. Ausbreitungszeit des Signales unter Berücksichtigung aller Umgebungseinflüsse zu erfassen. Das Delay beschreibt also die absolute Signallaufzeit oder anders gesagt, die Zeitspanne bis zum Ziel. Die Dekulars sind von der Topologie alle gleichartig. Im Constraint Browser haben wir einen Topologie-Editor, den wir nun aufrufen werden. Dieser Topologie-Editor hat in diesem Fall 2 Topologien. Eine habe ich schon definiert. Wir haben einen Treiber, eine Transmission Line und einen Receiver. Im unteren Bereich wird angegeben, wie unser Constraint sein soll. 88 mm Länge, 88,63 mm maximale Länge. Wenn wir uns die Laufzeiten angucken, 0,579 Nanosekunden oder eben 0,583 Nanosekunden als Maximallaufzeit. Die Trackwidth ist 0,1 mm und die Impedanz für diese Leitung sollen zwischen 70 und 75 Ohm liegen. Das sind unsere Constraints, die wir verwenden wollen. Bestätigen das. Jetzt müssen wir das einmal auswählen. Wir wählen unser DQLX-Laden aus. Ctrl-C, Ctrl-V für die gesamte Spalte. Damit sind alle anderen Leitungen gleichartig definiert, gleichartig konstruiert mit nur wenigen Mausklicks. Schauen wir uns an, was wir finden. Unter Pinpaare im HS-Pub. Das heißt, wir haben einmal unsere Pinpaare im vorderen Bereich, die Längen, die Laufzeiten und wir sehen natürlich auch die Impedanzen 70 bis 75 Ohm. Schauen wir uns erst einmal das Cockpit, mit dem wir das Lenkten inklusive das Einfügen von Meandern an. Grundsätzlich ist die Bearbeitung von Length-Mode Lenkten oder Delay vollkommen identisch. In der Topologie hatten wir die entsprechenden Constraints hinterlegt. Im Menü Net Routing können wir umschalten zwischen Length Mode und Delay Mode. In diesem Fall wollen wir erst einmal die Length Mode mit diesen Werten benutzen. Apply, OK. Im Constraint Manager wählen wir die zu routenden oder abzugleichenden Längen aus. Im Menü Netroute sagen wir jetzt nun Lengthen. All Constraint Meet bedeutet, alle Regeln wurden eingehalten. Das kontrollieren wir nun im Design Constraint Manager. Und Update Selected. Schauen wir uns nur das Ergebnis genauer an. 88 mm ist minimale Länge, 88,63 ist maximale Länge. Und im Ergebnis sehen wir keinerlei roten Zahlen. Damit sind alle Constraints eingehalten worden. Wir konnten erfolgreich meandern. E-Ketzer kann basierend auf den angeforderten Signallaufzeichen Pad zu Pad innerhalb der geforderten Toleranz, zum Beispiel 4 Pikosekunden, mit dem Hinzufügen von Meander auf eine gleiche Signallaufzeit routen. 4 Pikosekunden entsprechen ungefähr 0,6355 mm, je nach Außenlage oder Innenlage und dem εr. Wenn die internen Längen des ITs nicht bekannt sind, werden nur die Pad-zu-Pad-Signallaufzeiten berücksichtigt. Im Netroute-Menü unter Routing können wir dementsprechend umschalten auf Delay mit diesen entsprechenden Werten, Apply, OK. Im Design Manager wiederum selektieren wir die zu abzugleichenden Leitungen und im Netroute-Code warten wir auf Meet Lengthen. Der Delay-Mode benötigt im Vergleich zu der sehr einfachen Längenberechnung etwas mehr Zeit. Dafür erhalten wir wesentlich genauere Ergebnisse für die Signallaufzeiten, unterschieden nach Außenlagen und Innenlagen und unter Berücksichtigung der jeweiligen εr-Werte. Wir erhalten die Meldung All Constraint Meet. Das heißt, der Abgleich auf gleichartige Signallaufzeiten hat stattgefunden.
Wir schauen uns das im Design Constraint Manager an, Update Selected und wie wir sehen, die Längen natürlich passen nicht mehr. Aber die Pin Delays sind alle eingehalten worden. Damit haben wir eine Signallaufzeit von Pad to Pad erfolgreich zeitgleich auf 4 Pikosekunden meandert. Schauen wir uns doch nun einmal unseren Part im Library Editor an. Wir selektieren den Part, sagen Edit Part, der Library Editor wird geöffnet, das FPGA wird sofort auch geöffnet. Wir gucken uns die Pin-Längswerte an, die sind ja schon vorhanden und wir sehen, dass sie noch keinerlei Pin-Delay-Werte haben. Die Pin-Delay-Werte gibt es entweder vom Hersteller im Excel-Format, die man hineinkopieren kann, oder man trägt sie per Hand ein. In diesem Fall kopieren wir sie einfach hinein. Mehr muss gar nicht gemacht werden. Wir speichern unser FPGA wieder und damit sind die Pin-Delay-Werte in der Bibliothek eingeführt worden und können im Layout verwendet werden. Nun wollen wir im Design einen Reload vom Library machen, weil wir ja die Timing-Daten eingetragen haben. Das ist unser FPGA. Okay. Kommen ein paar Meldungen, es ist geupdatet. Close. Und jetzt haben wir die entsprechenden Timing-Daten der Pin-Delay verfügbar. Damit wird bei der Berechnung der gesamten Signallaufzeit die interne Signallaufzeit im IC mit berücksichtigt. Die Toleranz von 4 Pikosekunden wird mit dem Hinzufügen von Meandern eingehalten. Wir kontrollieren nun, ob wir auch im Delay-Modus arbeiten, Lengthen, umschalten auf Delay mit den gewünschten Werten und dann können wir auch anfangen. Im Constraint Manager selektieren wir die zu meandernden Leitungen und nutzen das Lengthen. Das Delay-Routing benötigt ein bisschen länger wie das Lengthen-Routing, also warten wir einen kleinen Moment. Als Ergebnis erhalten wir eine Meldung All Constraints Meet. Die Deculan 0 und die Deculan 1 haben nun nahezu die gleiche Signallaufzeit. Das Meanderschalter weg. Wir kontrollieren das Ganze im Constraint Manager. Update Selected. Die Werte unter Pin-Length können wir ignorieren. Unterschiedliche Längen jetzt haben, aber wir haben ja umgeschaltet auf Pin-Delay und hier sehen wir, dass alle Werte innerhalb des Bereiches liegen, so wie wir es erwartet haben. Das heißt, wir haben die gesamte Länge außerhalb von Pad to Pad und im IC1, wo wir die interne Laufzeiten des ICs noch angegeben haben, auch richtig errechnet und verlängert bekommen. So einfach kann Delay-Routing sein.